Eine Mutter verschließt die Tür. Sie setzt ihre kleine Tochter vor sich, legt ein Messer auf den Boden und spricht die Worte, die niemand jemals hören sollte: Wenn ich sterbe, sollst du mich essen, bevor die anderen kommen. Das ist keine Horrorgeschichte. Das ist China 1960. Und was in diesen 3 Jahren geschah, hat eine ganze Nation für immer verändert. Spinnen, Schlangen, Fledermäuse, Skorpione. Die chinesische Küche gilt als die vielfältigste der Welt. Aber habt ihr euch jemals gefragt, warum? Warum essen Chinesen buchstäblich alles, was sich bewegt? Die Antwort ist so schrecklich, dass die meisten von uns sie sich nicht einmal vorstellen können. Denn keiner von uns musste jemals seine toten Familienmitglieder essen, um zu überleben. Wir befinden uns im späten 17. Jahrhundert. Das Osmanische Reich hat seinen größten Umfang erreicht. Dutzende Länder gehören zu diesem gigantischen Imperium. Die Gesamtbevölkerung? Etwa 30 Millionen Menschen. Eine gewaltige Zahl für diese Zeit. Aber wisst ihr, wie groß Chinas Bevölkerung im gleichen Zeitraum war? 130 Millionen. Egal in welche Epoche der Menschheitsgeschichte ihr schaut, China war schon immer überbevölkert. Trotz gigantischer Massaker, trotz Kriegen, trotz Hungersnöten. Die Bevölkerung blieb immer massiv. Warum? Niemand weiß es genau. Aber wir können Vermutungen anstellen. China ist eines der größten Länder der Welt mit extrem fruchtbaren Böden. Die Klimavielfalt ermöglichte schon immer intensive Landwirtschaft. Und mit diesem Überfluss kam Bevölkerungswachstum. Schneller als bei allen Nachbarn. Aber eine große Bevölkerung ist ein zweischneidiges Schwert. Sie ist Macht, wenn sie gut verwaltet wird. Sie ist Gefahr, wenn die Kontrolle verloren geht. Auch wie haben die Chinesen diese riesige Bevölkerung Jahrtausende lang erfolgreich kontrolliert? Die Antwort ist einfach: Essen und eiserne Faust. In harten autoritären Systemen wurden Bauern wie Roboter behandelt. Die chinesische Geschichte zeigt uns immer wieder, wie Produktionsquoten diktiert wurden. Dörfer, die ihre Quoten nicht erfüllten, wurden bestraft. Ihre Zuteilungen wurden gekürzt. Das bedeutete, Menschen starben. Die Bauern mussten wie Wahnsinnige arbeiten, nur um zu überleben. Diese Regierungsform hat jahrhundertelang funktioniert, indem man die Menschen mit Hunger bedrohte und zum Gehorsam zwang. Aber warum haben die Chinesen nie wirklich rebelliert? Das ist extrem interessant. Natürlich gab es einige Aufstände in der chinesischen Geschichte. Aber verglichen mit revolutionären Rebellionen in anderen Ländern waren sie oberflächlich. Der Druck auf die Bauern blieb konstant brutal. Es gibt eine faszinierende Theorie dazu. Einige Forscher argumentieren, dass Ernährungsstile von Gesellschaften mit ihrer Tendenz zu Rebellion und Krieg zusammenhängen. Gesellschaften, die viel rotes Fleisch essen, gelten als aggressiver und kriegslustiger. Agrargesellschaften hingegen, die hauptsächlich Gemüse und Hülsenfrüchte essen und schwer an rotes Fleisch kommen, zeigen weniger Kampfbereitschaft und mehr Gehorsam. Wissenschaftlich nicht vollständig bewiesen, aber historisch gesehen durchaus plausibel. Aber jetzt kommt die Frage: Tausende Jahre sind vergangen. Die Technik hat sich verbessert. Die Nahrungsproduktion ist gestiegen. Warum verhalten sich die Chinesen immer noch, als wären sie in einer Hungersnot? Hier kommen wir zu einem Ereignis, das die Psychologie des chinesischen Volkes zerstört hat. Ein Ereignis, das ihre Ethik, ihre Empathie, ihre Menschlichkeit ausgelöscht hat.
Die große Mao-Hungersnot. Mao Zedong ist einer der egomanischsten Menschen der Geschichte. Das größte Beispiel dafür, was passiert, wenn man einem narzisstischen Wahnsinnigen absolute Macht gibt. Während des chinesischen Bürgerkriegs ab 1921 gewann er politische Macht als Führer der kommunistischen Streitkräfte. Nachdem die Kommunisten 1949 den Krieg gewannen, gründete er die Volksrepublik China. Er herrschte bis zu seinem Tod 1976. 1958 beginnt Mao die Periode, die als großer Sprung nach vorn bekannt ist. Das Ziel: die alte Kultur aufgeben und ein neues, industrialisiertes China schaffen. Klingt erstmal gut, oder? Aber die Realität war ein Albtraum. Mao gründete Industriestädte und bildete Kommunen für diese obsessive Vision. Menschen, die in diesen Kommunen arbeiteten, lebten in staatlich kontrollierten Fabriken. Ihr einziges Leben war Arbeit. Die Bezahlung? Gerade genug Essen zum Überleben. Wer nicht arbeiten wollte, landete höchstwahrscheinlich am Fuß der Fabrik. Begraben. Natürlich wurden auch landwirtschaftliche Sklavenkommunen gegründet, um diese Arbeitskräfte zu ernähren. Unglaubliche Produktionsquoten wurden auferlegt. Mao, der Wahnsinnige, wollte, dass sich die Öffentlichkeit nur auf zwei Dinge konzentrierte: Industrieproduktion und Nahrungsproduktion. Um alles andere aus dem Gedächtnis der Menschen zu löschen, startete er 1966 unter dem Namen Kulturrevolution eine Bewegung. Sein Ziel: die Verbindung des chinesischen Volkes zu seiner Vergangenheit vollständig zu zerstören. Stellt euch das vor. Wir sprechen von einer der ältesten und wichtigsten Zivilisationen der Welt. Eine Kultur, die die Geschichte mit ihren Erfindungen geprägt hat. Aber einer ihrer eigenen kam und wollte diese Erinnerung unter dem Deckmantel der Modernisierung auslöschen. Was hat er getan? Handwerker der alten Kultur wurden in Konzentrationslager geschickt und zu Tode gearbeitet. Ihre Hände wurden abgehackt. Menschen mit religiösem Glauben wurden getötet. Jeder, der auch nur das kleinste historische Buch, jeden Gegenstand oder jedes Material aus diesen Epochen in seinem Haus aufbewahrte, wurde vernichtet. Alle Tempel der alten chinesischen Philosophie wurden angegriffen. Viele wurden zerstört. Die antiken Texte darin wurden verbrannt. Könnt ihr euch das vorstellen? Eine Operation, die auf die Vergangenheit, den Glauben, die Werte der Menschen abzielte, auf ihre Identität. Und das wurde von Chinesen an Chinesen verübt. Unvorstellbare Produktionsquoten. Druck auf die Menschen. Kultur wird Tag für Tag zerstört. Ein Weg, dessen Ziel niemand kennt. Sieht es nicht so aus, als wäre das Glas bis zum Rand gefüllt und kurz vor dem Überlaufen? Aber wie ihr vielleicht denkt, führte dies nicht zu einem Aufstand. Die Chinesen sagten nicht: Genug ist genug, man kann Menschen nicht mehr so behandeln. Vergesst nicht, die Chinesen rebellieren nicht viel. Der letzte Tropfen kam von einem sehr unerwarteten Ort: von den Spatzen. Das Jahr ist 1958. Mao sieht sich selbst als Gott. Natürlich erregt eine einfache Beobachtung die Aufmerksamkeit dieses ignoranten Megalomanen und seines Teams. Sie sehen kleine Spatzen, die verschüttetes Getreide vom Boden picken. Sie machen eine sehr einfache Schlussfolgerung: Der Spatz frisst Getreide. Auch fressen diese Spatzen das Getreide auf den Feldern. Und deshalb erreichen wir unsere Quote nicht. Und dann explodiert alles. Bekannt als die Mao-Vögel-Kampagne, wird der Befehl im ganzen Land verschickt.
Alle Spatzen im Land sollen gejagt und getötet werden. Nichts könnte dümmer sein, oder? Aber es geschah. Und das chinesische Volk, das sich inzwischen in Roboter verwandelt hatte, tat es mit großer Begeisterung. 10 Millionen Vögel wurden abgeschlachtet. Das Ereignis wurde als großer Erfolg gefeiert. Aber dieses unmenschliche Massaker sollte in den kommenden Jahren schreckliche Folgen haben. Es wird gesagt, dass es bei der ersten Ernte nach der Vogeltötung eine gewisse Produktionssteigerung gab, aber nur gering. Natürlich dachten Mao und sein Kabinett, dass es in Zukunft noch mehr zunehmen würde. Aber ein anderes Problem begann zu entstehen. Tatsächlich begann sich ein Ereignis zu entfalten, das wie aus den Geschichten der Bibel und Tora klang. Eine endlose Invasion von Heuschrecken und Insekten. Da Vögel, die natürlichen Feinde der Insekten, im ganzen Land ausgerottet worden waren, vermehrten sich die Insekten abnormal. Natürlich ernährten sich auch die Mäuse von ihnen, und sie überfielen buchstäblich das Land. Die Verwüstung, die dies verursachen würde, war unvorstellbar. Insekten und Mäuse griffen alles an und verschlangen alles, von den Feldfrüchten bis zu den Produkten in den Lagerhäusern. China begann eilig, Millionen von Spatzen vom Nachbarn Russland zu importieren. Aber es war zu spät. Das landwirtschaftliche Produktionssystem war zusammengebrochen. Der Zusammenbruch der Nahrungskette begann, Millionen von Arbeitern in der Industrie wie ein Tsunami zu treffen. Und diese Kette von Ereignissen verwandelte China, wo damals etwa 800 Millionen Menschen lebten, in eine Hölle. Als sich die Nahrungskrise vertiefte, begann die Mao-Regierung, ländliche Menschen zu missachten. Grundnahrungsmittel, insbesondere aus Russland, erreichten ihren Höhepunkt bei Exporten, um die Industrie am Laufen zu halten. Aber wie gesagt, dieses Essen wurde hauptsächlich gebracht, um die Ordnung in den Städten aufrechtzuerhalten. Freunde, im Gegensatz zu dem, was ihr denkt, kümmert sich China, Amerika oder jede Regierung nicht viel darum, ihre Menschen zu schützen. Ihr Problem ist ihre Liebe zum Sitz und ihre eigenen Ideale. Und in schlechten Zeiten ist die erste Gruppe, die geopfert wird, das Volk. Besonders diejenigen mit niedrigem Einkommensniveau. Schaut, vergesst nicht, was ich gesagt habe. Eines Tages in der Zukunft werdet ihr es bereuen. Die chinesische Regierung wählte die Kommunen in den Dörfern, die ihre Produktionsquoten nicht erfüllten, als erste Eliminierungskategorie aus und stellte die Nahrungsmittelhilfe dort fast vollständig ein. Natürlich war das, was als nächstes geschah, schrecklich. Menschen konsumierten die Lebewesen in der Gegend, bevor sie verhungerten. Im Laufe der Zeit kamen Vieh und natürliches Leben in den Regionen an den Rand des Zusammenbruchs. Denkt übrigens nicht an diesen Konsum als Jagen, Reinigen, Kochen und angenehmes Essen. Schaut, wir sprechen hier nicht von 3 oder 5 Leuten. Wir sprechen von Millionen Menschen, die ums Überleben kämpfen. Nach Aussagen von Menschen, die die Hungersnot überlebten, würden die Menschen, als die Zerstörung der 3 Schreckensaare ihren Höhepunkt erreichte, jedes Lebewesen, das sie in der Natur sahen, zerreißen und es roh essen, wie wilde Tiere, sobald sie es fanden. Denn es gab keine Gelegenheit, es zu reinigen und zu kochen. Überlebende sagen, dass eine solche Zeitverschwendung bedeutet, dass andere es sehen und es dir stehlen würden. Auch, was glaubt ihr ist passiert,
als die Tiere ausgestorben waren. Die Menschen begannen, Insekten, Gräser, Kräuter, Baumrinden und sogar Schlamm zu essen. Ich bin mir sicher, dass eure Gesichter jetzt alle nach unten zeigen und ihr sagt, Gott bewahre, etwas Schlimmes wird passieren. Aber die Ereignisse haben noch nicht einmal ihren Höhepunkt erreicht. Vor Jahren habe ich ein Video über ihre Verkleidung gesehen. Ich habe nach dem Interview dieser Frau im Internet gesucht, aber leider konnte ich es nicht finden. Aber da alles, was sie sagten, in meinem Kopf eingraviert ist, werde ich es euch erzählen. Sie ist wie die Leute, die ihr gerade gesehen habt. Sie ist eine Überlebende und verdankt ihr Überleben ihrer Mutter. Und zu einem sehr hohen Preis. Ihr Interview war genau so. Ich war damals ein kleines Mädchen. Es gab viel Essen in unserem Dorf und all meine Knochen wurden gezählt. Ich hatte nicht einmal die Kraft aufzustehen. Es sind ein paar Monate vergangen, seit ich meinen Vater als Koch verloren habe. Als er das Bewusstsein verlor und zusammenbrach, schnitten ihn die Leute in Stücke, kochten ihn und aßen ihn. Wir waren an diese Ansicht inzwischen gewöhnt, weil es schon oft zuvor passiert ist. Wir mussten tote Menschen essen, um zu überleben, und es war kein Essen mehr übrig. Es gab diejenigen, die die Toten in den Gräbern aßen. Als meine Mutter nicht mehr gegen den Hunger kämpfen konnte, schloss sie die Tür unseres Hauses, setzte mich vor sich und legte ein Messer neben mich. Sie sagte zu mir, wenn ich sterbe, möchte ich, dass du mich isst, bevor die anderen kommen, meine Tochter. Iss so viel du kannst. Ich konnte ihr nicht einmal zuhören, weil ich weinte, und im Handumdrehen brach sie zusammen und starb genau dort. Es dauerte eine Weile, bis ich diese Wahrheit erkannte. Aber ich wusste, dass die Leute an unsere Tür kommen würden. Also riss ich Stücke von den dünnen Beinen meiner Mutter ab und aß so viel ich konnte. Nach kurzer Zeit brachen die Nachbarn, die ihn nicht sehen konnten, unsere Tür auf, traten ein und aßen ihn vor meinen Augen. Es waren nicht nur unsere Familien, die Mao uns genommen hat. Er hatte uns unserer Menschlichkeit beraubt. Auch wenn ich das Video nicht gefunden habe, ich denke, ihr versteht, warum ich mich an alles, was sie Wort für Wort gesagt hat, erinnere. Das war der Höhepunkt der Hungersnot. Yang Jisheng schrieb in seinem Buch mit dem Titel Grabstein ausführlich über die Details vieler ähnlicher Ereignisse, das ihr euch besorgen und lesen könnt, wenn ihr möchtet. Tiere, Gras, Insekten, Schlamm und tote Menschen. Alles starb nacheinander aus. Es gab niemanden mehr zu essen und nichts mehr für sie zu essen. Nach heutigen Schätzungen wird angenommen, dass während dieser großen Hungersnot, die 3 Jahre dauerte, mehr als 60 Millionen Menschen gestorben sind. Diejenigen, die in Arbeitslagern starben oder während des kulturellen Durchbruchs getötet wurden, sind in dieser Zahl nicht einmal enthalten. Stellt euch vor, 60 Millionen Menschen, fast so viele wie die Bevölkerung der Türkei vor ein paar Jahren, sterben in unserem Land an Hunger. Es ist schwer vorstellbar. In den folgenden Jahren wurde das Hungerproblem gelöst, durch den Tod von Millionen, durch die Spatzen, die die Ökologie wieder ins Gleichgewicht brachten, und durch Importe. Jetzt denken einige von euch vielleicht, wie haben sie es nach diesen Ereignissen am Leben gehalten? Aber ihr werdet überrascht sein. Er lebte sehr gut. Er starb eines natürlichen Todes im Alter von 82 Jahren. Sogar seine Partei brach danach nicht zusammen.
noch heute ist er der Gründer Chinas. Und ich kann euch so viel sagen, die Mentalität ist immer noch dieselbe. Warum essen die Chinesen alles? Ich denke, ihr habt die Antwort auf eure Frage bekommen. Denkt darüber nach. Menschen, die überlebten, indem sie in diesen Jahren Schlamm aßen, ziehen ihre Kinder auf, damit sie alles als Nahrung sehen. Dieses Trauma hält nicht nur ein paar Generationen an. Es ist noch nicht verschwunden. Heutzutage nimmt der Konsum von Insekten, Katzen, Hunden und exotischen Tieren in China allmählich ab. Aber erinnert euch an das, was ich im Video erwähnt habe. Eine große Bevölkerung ist im Wesentlichen eine tickende Zeitbombe. Und die Zeit läuft für China ab. Aufgrund sich ändernder klimatischer Bedingungen und übermäßiger Nachfrage seit 2020 hat Chinas Nahrungsmittelproduktion begonnen, nicht mehr mit der Nachfrage Schritt zu halten. Insbesondere aufgrund der enormen Wasserknappheit in den Jahren 2022 und 2023 sank der Ertrag in der Landwirtschaft erheblich. Einem dieses Jahr veröffentlichten Bericht zufolge wird erwartet, dass die in den letzten 2 Jahren erlebte Dürre in den kommenden Jahren indirekt 900 Millionen Menschen betreffen wird. In Anbetracht der Tatsache, dass die Bevölkerung des Landes 1,4 Milliarden beträgt, ist dies eine sehr ernste Zahl. Nun, ich glaube nicht, dass China dieses Problem überwinden kann. Denn allein aufgrund der Dürre im Jahr 2022 beträgt die betroffene Landfläche in den landwirtschaftlich intensiven Regionen Chinas wie Sichuan, Hebei und Hunan 2,2 Millionen Hektar. Bedenkt, dass die Größe der aktiv bewirtschafteten landwirtschaftlichen Fläche der gesamten Türkei 8,4 Millionen Hektar beträgt. Wenn ihr diese Zahlen vergleicht, werdet ihr besser verstehen, wie groß der Verlust ist. Das ist die Summe nur weniger betroffener Gebiete, nicht aller. China hat sich erneut selbst in diese Lage gebracht. Ja, vielleicht haben sie dieses Mal nicht die Spatzen getötet, aber sie erlebten ein verrücktes industrielles Wachstum. Und als Ergebnis trockneten Flüsse aus oder wurden ernsthaft verschmutzt. Und diese Gewässer sind für die Landwirtschaft unbrauchbar geworden. Die Natur hat immer ein Gleichgewicht, und wenn ihr es stört, werdet ihr die Konsequenzen erleben. Also bin ich neugierig. Was glaubt ihr, wird das Ergebnis dieses Mal sein? In den kommenden Jahren wird sich das Klima weiter verschlechtern und die Dürre zunehmen. Was werden die 900 Millionen betroffenen Menschen tun? Ja, wie ich bereits sagte, haben wir eine der Antworten darauf gelernt, warum die Chinesen alles als Nahrung betrachten. Natürlich gibt es auch historische und kulturelle Gründe. Aber dieses Ereignis ist einer der größten Gründe. Aber die eigentliche Frage ist, während die nächste Hungersnot Schritt für Schritt an Chinas Tür kommt, wonach oder nach wem werden diese Männer als nächstes für Nahrung suchen?